Salih war gerade 5 Jahre alt, als seine Familie aus dem vom Bürgerkrieg geschüttelten Eritrea fliehen musste. Seit 1983 lebt er mit seiner Familie in Wuppertal. Jetzt macht sich der 22-Jährige das erste Mal auf den Weg in sein Geburtsland. Salih ist voller Erwartungen. Ich würde mir wünschen, da eine Zukunft aufbauen zu können, für mich, und dem Aufbau meiner Heimat helfen könnte. Wenn das möglich wäre, würde ich zurückgehen. Aber er hat auch Bedenken vor dem, was in den nächsten Wochen auf ihn zukommt. Meine Ängste ist so, ich bin hier aufgewachsen, also hier in Europa. Da bist du freier aufgewachsen. Also du sagst frei deine Meinung, kannst aussehen, wie du willst. Und in der Heimat haben sie vielleicht andere Vorstellungen, die für die richtig sind. Im Wuppertaler Jugendtreff Bergstraße haben Salih und seine 6 Freunde ihre Reise in das afrikanische Land organisiert. 5 Wochen sind sie unterwegs in Eritrea, vor allem im Inneren des Landes, bis sie sich nach der Reise wieder im Elberfelder Haus der Jugend treffen, um sich ihre selbst gedrehten Videos anzusehen. Groß war die Wiedersehensfreude in der Hauptstadt Asmara. 19 Jahre hatte Salih seine Tante nicht mehr gesehen. Das ist so unbeschreiblich, ist mir auf den Arm gefallen so. Man hat geschrien so, die Toten sind wieder auferstanden, die Toten sind wieder auferstanden, weil von mir haben sie gehört gehabt, dass ich unterwegs, also auf der Flucht gestorben bin. In Salihs Geburtsstadt Massawa am Roten Meer sind die Spuren des Krieges bis heute sichtbar. Wir sind unterwegs gewesen, um das Haus zu suchen, wo ich geboren worden bin. Und wir haben herausgefunden, dass es nicht mehr existiert. Und dabei haben wir auch einiges gesehen, also was schon kaputt ist oder gerade repariert war und so. So ein Mann hat uns da durch die ganze Gegend gefahren, also nicht gefahren, sondern geführt und hat uns gezeigt, ein bisschen erzählt und zu dem gebracht und so. War nicht schlecht, also die waren sehr hilfreich und haben sich echt an meine Familie erinnert. Aber den europäisch gekleideten jungen Rückkehrern begegnet man auch mit Misstrauen. Nur einer hat mich gefragt, also was ich denn jetzt wieder hier will, so vom wegen, also so lange weg gewesen, jetzt wieder da, so. Ich hab ihm gesagt, ich wollte nur wissen, wo ich geboren worden bin. Die meiste Zeit verbringt die Gruppe in der Hauptstadt Asmara, mit 400.000 Einwohnern etwa so groß wie Wuppertal. Hier gibt es fast alles, was es in Deutschland auch gibt. Trotzdem fühlen sich die Jugendlichen nicht wohl in ihrer Haut. Ich hatte das erste, wo wir ankamen, das Gefühl, dass die Leute dich als Fremder sehen. Und das ist ja auch so, die sehen dich auch als Fremder. Und du fühlst dich auch als Fremder, die ganze Umgebung. Essen musst du dich wieder neu gewöhnen. Das erhoffte Heimatgefühl will sich nicht einstellen. Das Verhältnis zur einheimischen Bevölkerung bleibt distanziert. Die Jugendlichen erfahren sogar offene Ablehnung. Die einzigen 2 Vorwürfe oder 3 waren eigentlich nur, dass man erstens nichts für seine Heimat getan hat, dass man sich in Europa versteckt hat und dass man sowieso genug Geld hat und jederzeit wieder abhauen und einreisen kann und sich nur Häuser kauft und so. Nach ihren Erlebnissen können sich die meisten seiner Freunde eine Rückkehr nach Eritrea vorläufig nicht vorstellen. Salih hält es sich noch offen. Ich kann mir eine Rückkehr für immer vorstellen, aber ich kann dir nur nicht sagen, wann.